Alter, Junge. Lasst mich einfach in Ruhe. Ich flüchte gerade vor der Polizei. Ich verstecke mich irgendwo. Ich kann so nicht fahren, Mann. Jo, was passiert dort? Bevor es dazu kommt, fangen wir doch am Anfang an. Ich bin mit meinem Motorrad von München nach Pakistan gefahren und befinde mich aktuell auf einer Polizeistation. Ein sehr neugieriges und ein sehr, sehr lautes Volk. Die pakistanische Regierung stellt jeder Touristengruppe zum Schutz eine 24-Stunden-Polizeieskorte, aufgrund einer hohen Terrorgefahr in dem Gebiet, wo ich die letzten Tage unterwegs war. Allerdings mit einem Haken: Ich darf mich nicht frei bewegen, man nimmt mir jede Freiheit, um mich möglichst schnell aus der gefährlichen Zone zu begleiten. Verstehe ich. Darum ist der heutige Tag ein besonderer, denn ab heute sollte ich frei sein. Und damit willkommen auf meiner Reise nach... Wir sind in der Provinz Punjab angekommen. Hier herrscht keine Terrorgefahr mehr. Darum lässt man uns ab hier frei. Mit uns meine ich mich und ein holländisches Paar im Toyota. Bis jetzt waren wir eine Woche lang zusammen als Reisegruppe unterwegs und genossen tagelang 24 Stunden Polizeieskorte und Dauerüberwachung. Hier trennen sich jedoch unsere Wege. Die beiden fahren los in eine andere Richtung. Raus in die neu gewonnene Freiheit. Ab jetzt wieder alleine. Leider muss sich meine Freiheit ein bisschen auf sich warten lassen. Ich habe mich anscheinend zu so einer Art Liebling entwickelt auf dem Revier. Man will für meine Sicherheit mal wieder eine Eskorte organisieren. Ich verneine freundlich, denn meine Sicherheit soll meine Verantwortung sein und fahre los. Leider zu spät, denn die fangen mich direkt wieder ab. Okay, die wollen mir schon wieder eine Polizeieskorte geben. Also die beiden vor mir sind Polizisten. Nett auf jeden Fall, dass die so sehr um meine Sicherheit bemüht sind. Aber irgendwo reicht es auch schon wieder. Ja, die einzig richtige Lösung in dem Moment scheint mir, meine stärkere Motorleistung nutzen und entkommen. Alright, goodbye. Leider hält meine Freiheit nicht lange an. Die sind hartnäckiger als gedacht. Was the fuck? Hier. Die schon wieder. Ich bin kurz langsamer geworden. Die sind immer noch hinter mir her. Was wollen die? Ach komm. Da hinten warten auch schon Polizisten auf mich. Hallo, Salam. Salam. No police. Wo ich merke, dass die mich wirklich nicht alleine loslassen wollen, akzeptiere ich meine Situation. Egal, die bestehen darauf, dass ich eine Eskorte habe. Es macht keinen Sinn zu fliehen, wenn 10 Kilometer später sowieso der nächste Polizist am Straßenrand steht und mich schon wieder verfolgt. Macht keinen Sinn. Kinder, macht das nicht nach. Nicht vor der Polizei fliehen, es bringt nichts. Ist halt so, ich versuche die zu ignorieren. Wenn ich irgendwo stehen bleiben möchte, dann bleibe ich stehen. Wenn ich irgendwo essen möchte, dann esse ich dort. Wenn ich meine Batterie tauschen muss, tausche ich meine Batterie. Ich tue so, als ob sie gar nicht hier wären. Wer die letzten Folgen gesehen hat, weiß, dass so eine Eskorte meistens nur aus Fahren und Fasten besteht. Aber wieso wollen die mich so sehr begleiten? Ist es vielleicht doch eine Gegend mit einer hohen Terrorgefahr? Nicht wirklich. Es handelt sich hierbei einfach nur um ein Protokoll. Wenn mir als Deutschen irgendetwas zustößt, ich an einer Banane ausrutsche, landet Pakistan wieder in den Schlagzeilen. Tourist verletzt sich in Pakistan. Das will Pakistan vermeiden. Die Lösung? Eine 24-Stunden-Dauerbegleitung. Nehme ich aus Respekt so an. Später wird's aber absurd. Hallo. Mein Passport. Die haben jetzt meinen Reisepass hier versteckt, damit ich ja nicht fliehe. Can I have my passport back? Please sit here. What about my passport? My passport, yes. यार पता है हमें Yes. sit here. Just give it to me. Mir meinen Pass zu nehmen, um mich hier zu behalten, eckt ja schon ein bisschen an. Allerdings habe ich einen Vorteil, meine Kamera, davor fürchten sich nämlich viele. Und plötzlich gab man mir meinen Pass zurück und es wird versucht, das Ganze wieder zurechtzubiegen. No tea, thank you. No tea. Hot water, coffee,
Black tea. Please, Sprite. It's okay, no, thank you. Coke. It's okay, thank you. Which Heineken? Die Eskorte wechselt sich alle 20 Kilometer ab. Manchmal klappt es reibungslos. Meistens muss ich aber bis zu 30 Minuten warten und das 20 Mal am Tag. Ich versuche nett zu sein, weil die machen auch nur ihren Job. Auch wenn das echt ein unnötiger Job ist in dem Fall. Only 5 minutes. 5 minutes. I have to go. Please, car. Wait, please. Nachdem seit einer Woche der Großteil der Tage nur aus Warten bestand, bin ich immer kurz davor weiterzufahren. Aber ich kriege mich ein und warte. Und warte. Und warte. Und warte. Ich glaube, ihr versteht. Da die Wechselpunkte jedes Mal im Nirgendwo stattfinden, kann ich noch nicht einmal irgendetwas dabei machen. Passt mal auf, was passiert, wenn ich doch mal anhalte und auf mich warten lasse. Why is security problem? No. I want to eat here. No problem, no problem. No problem. Security problem. Will mir nur was zu essen. Salam. Salam. Ich kriege keine einzige freie Minute hier in Pakistan. Es sitzt die ganze Zeit ein Polizist neben mir. Egal wohin ich gehe, ob ich essen gehe, ob ich aufs Klo gehe, es ist immer irgendjemand neben mir. Ich versuche es zu ignorieren, deswegen stelle ich die Kamera hier hin, um nicht drüber nachzudenken. Was ich mir bestellt habe, ist hier Dal. Soll etwas ziemlich Bekanntes sein, etwas typisch, weiß ich gar nicht, pakistanisch oder indisches. Schmeckt aber gut, ist aber wie alles hier sehr, sehr scharf. Wieso mich die Polizei hier nicht essen lassen und mich stattdessen weiterschicken wollte, da gibt es einen bestimmten Grund dafür. Wenn schon mal ein Polizist neben mir ist, versuche ich das Beste aus der Situation zu machen und frage ihn, wo ich eine Werkstatt finden kann. Eine Werkstatt hierfür. This here is leaking. Yes. I need to go to a mechanic. Yeah, mechanic here in. Yeah. Yes. Okay. Khudafez. Goodbye, guys. Der Typ ist aber auch ein interessanter Vogel. Sobald 4 Leute um mich herum sind, sagt er Security problem, Security problem. Als ich ankam, hat er gesagt No eating here, Security problem. Wie so ein Roboter. Ich glaube, der fühlt sich auch wie Terminator. Ich würde ja liebend gerne ohne Hilfe nach einer Werkstatt suchen, das darf ich aber natürlich nicht. Naja, ich nutze mal seine Hilfe aus. Wir fahren jetzt er bringt mich zur nächsten Werkstatt. Nicht ganz. Stattdessen hat man mich einfach aus der Stadt raus eskortiert, um die Verantwortung, also mich, an die nächste Gruppe zu geben. Ich verabschiede mich hier von Terminator. Okay, Cello. Ich mache keinen Aufstand draus. Kann ja sein, dass es in der gesamten Stadt keine Werkstatt gab, was ich ehrlich gesagt bezweifle. Kümmert sich wohl die nächste Truppe drum. Leakage. Okay. You show me. Okay, ja. Und die haben mich ebenfalls an die nächste Truppe übergeben. Salam. Wir fahren jetzt 50 Kilometer in die andere Stadt. Dort wechselt nochmal die Eskorte und mal schauen, ob die Eskorte Bock hat, nach einer Werkstatt zu suchen. Die Sache ist, jede Polizeistation ist seinem eigenen Gebiet zugeordnet. Wenn ich durch ihr Gebiet fahre, sind die für mich verantwortlich. Logischerweise möchten sie die Verantwortung, also mich, so schnell es geht an die nächste Gruppe übergeben. Ich muss also hartnäckig und stur protestieren, damit wir mal an einer Werkstatt anhalten. Okay, wir haben was gefunden. Inshallah können sie das reparieren. Mal gucken. Wie ich vermutet habe, also es war ziemlich offensichtlich, eine Dichtung war defekt, wurde mir erzählt. Also eigentlich was Kleines. This is the new one. Perfect, yeah. And old. This is old and new. Also ich sehe zwar an der alten Dichtung nix, keine Ahnung. Wird wohl so sein. Ich bin am Überlegen, ob ich vielleicht sogar hier in der Stadt bleiben soll. Die Sonne geht bald unter, ich brauche einen Schlafplatz. Und ich weiß jetzt schon, ich werde hier in Pakistan keinen Zeltplatz finden. Kann sein, dass ich mich hier ausnahmsweise ein Hotel nehme.
Man war natürlich nicht sonderlich erfreut darüber, dass ich hier bleiben möchte. Umso länger haben die Verantwortung. What the fuck? Wo kommt die denn jetzt her? Thank you so much. Shukriya, shukriya. Zahlen musste ich 2000 Rupees. Ich habe ihm 3000 gegeben. Umgerechnet sind das 10 Euro. Also wirklich 10 Euro für die Reparatur. Echt krass. Das hier wird wohl mein Hotel sein, denke ich mal. Okay, 3 Stunden später, ich musste ein bisschen was erledigen. Ich wollte mir jetzt was zu essen holen, aber nicht einmal das klappt in Pakistan so, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Salam boys, ready for food? Wir gehen jetzt Essen holen. Es fühlt sich echt komisch an, ich bin es nicht gewohnt. Ist ja nicht so, als ob ich irgendeine Berühmtheit wäre. Ich bin es nicht gewohnt, dass 3 bewaffnete Herren neben mir herlaufen. Komisches Gefühl. Ich hoffe, ich muss nicht deren Essen bezahlen, sondern nur mein Essen. Vielleicht kaufe ich den Jungs einen Tee, keine Ahnung. Immerhin sind die Herren neben mir nett, thank you very much. Und das Essen sehr, sehr günstig. Ah, okay. Das ist gut. Das ist fein, ja. Alright. Hab mir chinesische Nudeln geholt, wenn ich schon mal in Pakistan bin. Right? 3 plates. One plate is enough, right? I will serve you. I will serve you. You will serve me. Oh, okay. Ich bin es nicht gewohnt, so sehr bedient zu werden. I will pay this bill. This is not more money. No, I will come on. request you. Come on. Request you. No, I This pay is our for my. hospitality. I pay for my food. Don't worry. I want to pay for my food. Yes, I will request you. I will request you. I request you that I pay. I try one more time. I will pay for my food. Yes, first time we will pay, and next time you will also pay. Thank you so much, man. Alright, then. Yes. See you again then. Also das hier ist noch nie in meinem Leben passiert. Ich war in einem Restaurant und der hat nicht zugelassen, dass ich für mein Essen zahle. Okay, ich glaube, ich kann durchaus behaupten, das war eins der komischsten Situationen auf meiner Reise. Oder in meinem Leben. Tatsächlich bestand ich darauf, mehrere Tage bleiben zu dürfen, um Videos zu schneiden. Die Polizisten waren alle mega lieb, aber mein gesamter Aufenthalt hat sich trotzdem angefühlt, als ob ich in Gewahrsam oder in Hausarrest wäre. Es saß ohne Scheiß 24 Stunden lang immer ein Beamter an der Rezeption, um aufzupassen, dass ich nicht alleine rausgehe. So right now I can't go outside. I'm locked in the hotel. Yes. Okay, I'm locked in. Zimmer verlassen ist halt nicht so wirklich möglich, deswegen muss ich Essen bestellen. Falls ich aber darauf bestand, wirklich rausgehen zu wollen, musste ich erstmal auf Verstärkung warten. Und ich war an ganz gefährlichen Orten, zum Beispiel der Supermarkt, auf der anderen Straßenseite oder, noch schlimmer, an meinem Motorrad, im Hotelinnenhof. Salam. So Yes, gunman coming. Yes. You will I just go outside. I won't wait for police just to go in front of hotel. Ich zeige euch mal die Stelle, wo mich die Polizei hin eskortieren wollte. Eine sehr, sehr gefährliche Gegend. Passt mal auf. Einmal links und einmal rechts. Für die 15 Meter wollten mir schon wieder eine Eskorte holen. Aufgrund der letzten Tage bin ich jetzt ein bisschen genervt und patzig. So, jetzt bin ich vor dem Hotel. Ich werde beobachtet, so wie es scheint. Sehr, sehr gefährlich. So fühlt es sich auch an. Das einzig Gefährliche um mich herum ist wohl der Straßenverkehr. Ich meine, ich kann die Polizei durchaus verstehen. Die haben gar keinen Bock drauf, dass ich hier länger bleibe. Ich war eine Woche hier in dem Hotel, habe Videos geschnitten und bin noch lange nicht fertig.
Und ich kann die Polizei verstehen. Die haben keinen Bock mehr, hier in der Lobby zu hocken und auf mich zu warten. Darum muss ich jetzt die Stadt wechseln. Nice to meet you. Wenn ich mir die Aufnahmen so anschaue, muss ich wirklich sagen, ich verhalte mich da echt patzig. Ich habe es bei dem dritten Escortwechsel bereits nach 15 Minuten nicht mehr ausgehalten. I go without. Thank you, man. No, it's okay, man. We'll see you later. It's okay. One minute. No. 1 minute. ये रोको ना. I don't want police, man. I go to Multan. Bye. Come on, man. Ey, ist ja jetzt nicht so, als ob ich ohne Polizei unterwegs wäre. Die werden mich sowieso gleich einholen. Die haben mich jetzt schon eingeholt. Mein Gott, Alter, bremst mich nicht aus. Das ist so gefährlich, was der macht, Mann. Das Problem aktuell ist, das Protokoll schreibt vor, dass die immer ganz langsam vor mir fahren. So ungeduldig wie ich an dem Tag bin, will ich mal ausnahmsweise schneller als 40 km/h fahren. Und dadurch ist quasi ein skurriler Tanz zwischen uns beiden entstanden. Und das macht er jetzt noch einmal. Ich fahre konstant mit 60 und überhole. Dann überholt er und versucht mich auf 40 runterzubremsen. Ich weiß nicht, ob das die richtige Lösung ist, jede Privatsphäre von eben jenen Leuten zu nehmen, die man gerne im Land hätte. Ah, okay, der bremst ab. Ich glaube, seine Schicht ist zu Ende. Oder seine Region ist zu Ende. Der hat auch keinen Bock mehr. Nichtsdestotrotz habe ich keine Probleme damit, wenn man mich durchgehend begleitet. Aber wenn man seit 2 Wochen an mir klebt und dabei keinen Kompromiss eingehen kann, wie zum Beispiel ein bisschen mehr Abstand zu mir, dann verliere ich recht schnell meinen Gehorsam. Und da haben die mich wieder. Salam. How are you? Good. Keep distance. Don't drive near me. Like you can follow me, no problem, but keep distance. But I don't want police in front of me. Yes. So you can follow us. No, you behind me. Keep distance behind me. Yes. Then you can follow me. Right. Yeah. You follow us. No, I go navigation. I go front. In which speed? Huh? In which speed you go? I go like 60, something like this. Yeah. Okay. See you later. Okay, die konnten Englisch. Die haben scheinbar, ich denke mal, verstanden, was ich wollte. So einfach kann's gehen, das war meine einzige Bitte. Und jetzt ist auch alles in Ordnung. Ich bin zufrieden, die sind zufrieden. Naja, nicht lange. So, was wollt ihr jetzt? Und es geht wieder los. Sehr gut. Die fahren jetzt ohne Abstand mit Sirene hinter mir. Jetzt hupen die mich die ganze Zeit an. Sehr gut, Leute. Ihr erfüllt euren Job sehr gut. Passt. Normalerweise verliere ich meine Gelassenheit nicht, aber wo die dann mein Motorrad fast von der Fahrbahn drücken, da hört's dann auf. Sehr gut, Leute. Alter, Junge, Mann. Ich kann so nicht fahren, Junge. Lasst mich einfach in Ruhe. Jetzt ist es fast übergelaufen. Ich kann so nicht mehr fahren. Ich flüchte gerade vor der Polizei. So, ich verstecke mich mal eben hier. Mal gucken, ob die mich finden. Ich warte mal kurz einen Moment. Ich habe kein Problem damit, wenn mich die Polizei verfolgt. Wenn ich im Rückspiegel 500 Meter hinter mir vielleicht Polizisten sehe, kein Thema. Aber bitte nicht 3 Meter vor meinem Motorrad ohne Sicherheitsabstand. Salam. Salam. Country. Germany, yes. Ich werde hier ungefähr 15 Minuten warten oder 20 Minuten. Ist ja nicht so, als ob ich Zeit verschwende, weil wie gesagt, alle 20 Kilometer finden sowieso Kontrollpunkte statt, wo ich sowieso ohnehin warten muss. Darum warte ich halt hier eben alleine.
Ah, das ist der Chai Maker, okay. चाय बड़ा भाई Okay. this video. Ah, you want to film, yes? Yeah, okay. Yes. Let's go. Das ist etwas, was mir gefehlt hat. Pakistani. Mit Polizei um mich herum kommen keine Leute auf mich zu. Ich kriege keine neuen Erfahrungen. Ich bin die ganze Zeit nur am Motorradfahren, wenn ständig Polizisten um mich herum sind. Jetzt fühle ich endlich die Freiheit. Wo vorher immer die Leute weggeschickt wurden, kann ich mich jetzt endlich mit ein paar unterhalten und damit genau das tun, weswegen ich überhaupt reise. Perfect. Thank you so much. Thank you so much. Ja, ich wollte Kontakt zu Einheimischen und habe anscheinend die volle Aufmerksamkeit. Why do you have a red beard? Red beard. Color. Was zur Hölle? Respektiere ich. Freiheit den Schwulen. Huh? First put bike and then visit, ja. Okay, mir hat einer angeboten, mein Motorrad irgendwo bei ihm zu Hause hinzustellen und dann gucke ich mir die Stadt an. Lock it. Thank you so much. Shukriya. Cello. Okay, sit there. Perfect. See you later. Bye bye. So, meine Laune ist jetzt schon deutlich besser. Wisst ihr, wessen Laune jetzt nicht gut ist? Die der Polizei. Ich glaube, die sind ein bisschen panisch und suchen nach mir. Okay. Ja. I introduce this market. You introduce this market. Thank you so much. You eat fast food. Right now, no. Right now I'm full. Visit. Visit, okay. This shop eat fast food. Salam. Salam. मैं 2 बजे Ja, der hat mir ein Fastfood-Restaurant gezeigt. Weiter geht's. Mal gucken, was es noch so in der Stadt gibt. experience. Experience what? Pakistani government hospital. Why? The government hospital. Yes. Why? Why is the government hospital? Hospital visit. Government hospital visit and you see facilities. No, I don't need to see government hospital. I don't think so. Ich glaube, das muss ich nicht sehen. Not video allowed. Not Just video. See. Just see. ठीक से. No, it's okay. I don't need to see government hospital. Just see. Why? I don't want to see hospital. I can see city. City. City, yes. Bazaar, yes. Ich glaube, der wollte mir zeigen, wie modern sie in der Kleinstadt sind. Aber, na gut. Local, your country, hello? Sehr touchy. Guckt euch das hier an. Genau das meinte ich, die Pakistanis lieben Menschennähe. Und das sind wir Europäer einfach nicht gewohnt. Thank you man, but I'm not like this. Was macht ihr denn? I like it. Das meinte ich. Sehr touchy hier alle. Die Grenzen zwischen Schwulsein und Freundschaft sind hier ein bisschen verschwommen. Hier mag jeder Menschennähe. You can go. We can go, yeah. One picture. You want a picture? I don't know why, but okay. Zwei Dinge, die Pakistanis sehr mögen. Menschenkontakt und Fotos. My brother. Yes. My brother. Yes. This is your My brother. big brother. Thank My you for big touching me. Yes, hello. Salam. This is shop your soap, shampoo. Soap shop. Soap, shampoo. Ja, mein Reiseführer hat mir die für ihn interessanten Orte gezeigt. Fastfood, Krankenhaus und Seife. Und beendet damit den Rundgang. My memory. You buy. Me, I buy gift. I should buy you gift. What kind of gift should I buy you? Any Like a German visa. future memories. For future memories. Very straightforward. You say you want gift and I should buy a gift. Ja, die Kulturunterschiede sind halt schon extrem. Are you ne? ready? Ready? For what? My For the gift. yes. Ready for the gift. Gift. What should I buy you? Anything. 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 Like a nice word. These people, future. I tell my brother is this gift. Die Kulturunterschiede verglichen zum Iran oder Europa allgemein sind halt so extrem. Normalerweise sind Geschenke eine freiwillige Leistung, die man selber aus sich heraus tut. Aber hier sind die Menschen halt so, okay, ich möchte ein Geschenk
Du kaufst mir jetzt ein Geschenk. Ist nicht unhöflich gemeint, aber Brother, ein bisschen anders. train. Wow, Loader. never saw a train in my life No before. passenger train. Ah, this is not passenger train. Hanji, not This is not passenger train. Is a We in cargo train. we in Germany sit in trains like this. Yes, like the Deutsche Bahn. You know Deutsche Bahn. Deutsche Bahn is like you sit in this train, but even when it rains, you sit in this train. This condition is not allowed your country train. Not allowed. Yeah, you don't know Deutsche Bahn. Deutsche Bahn. Pakistani. Ich habe eine neue Finanzidee für euch. Hiermit könnt ihr ein bisschen mehr Geld sparen. This train lines. Ja. Your country idea. Idea. Germans built this. Hanji. No, the British built this. Hanji, British. The British built this. This train lines. Yeah. British, German, this idea. Not change this about years. How many years? 40 plus years. This 40 lines plus continue. years. The same lines. Yeah, Same yeah. lines. Every one life is dangerous. Yeah. Okay. Risk. Risky because they don't renew Risky. it. Yeah. No government. No government renewable. Yes. Agree. No government interested any person life safely. No. Yeah. The government only interested in tourist life safety, but Pakistan life safety, the No government safety. no. No. It's crazy, man. It's crazy. Brother. Aber Hauptsache, man investiert, was weiß ich, wie viel Geld in meine Sicherheit. Das ist genau das, was das Land benötigt. Brother. I see. What? Signal point. Signal point. That's very modern of you. Train stop. Train continue. Any. Yeah. Und mit dem Highlight gehen wir zurück zu meinem Motorrad. Mein Kumpel allerdings wartet immer noch auf sein Geschenk. Wenn ich richtig verstehe, möchte er nichts Kostbares. Einfach nur eine Erinnerung. Enjoy for the city. Enjoy the city. Yes, the fast food restaurant you showed me was the most interesting thing. Yes. I go. You go. Okay. My gift. Your gift. What should I gift? Anything. Anything. I know what to gift you. I know what to gift you. Anything for, next memories. Ich weiß, was ich ihm schenke. One moment. Er möchte ein Geschenk haben. Ich habe. Happy. Look, close your eyes. Okay. Ich weiß, was ich dem Bruder schenken werde. Ich habe noch vom Iran Geldscheine. 10.000. Ich schenke dem Bruder 10.000 Rial. Irani money. I give you 10.000 Irani monies. Thank You're a you, rich brother. man. Okay. Now you're rich. Thank you. Every time you see this man here, Khomeini, I like it. you like this man. Hanji. When you see Yes. this man, you remember me. I like this man. You like Remember this me. man. Alright, thank you, brother. Thank you, brother. Money. Everyone wants money now. I give one person money and everyone wants money. Für manche ist es ein bisschen verstörend wahrscheinlich, dass die Leute hier so aufdringlich und direkt sind. Dass wenn jemand ein Geschenk möchte, er nicht hofft, dass ich ein Geschenk kaufe, sondern er sagt mir, dass ich jetzt ein Geschenk kaufe oder ihm gebe. Die sind sehr, sehr direkt. Andere Kultur, man muss auch dazu sagen, wir Deutsche sind hier auch bekannt für unsere Direktheit, nur auf anderer Weise. Alles, was die Leute hier tun, auch wenn es unhöflich erscheint, ist gut gemeint. Yo, Police. Oh no, Security. Die haben mich gefunden. Mal schauen, wann die nächste Schar von Polizisten über mich herfällt, wie so ein Haufen notgeile Hühner. Mal gucken, wie viel Zeit ich habe. Und mal gucken, wo ich heute Nacht übernachte. Passenderweise werde ich direkt zu einem Tee eingeladen, wo sich die Frage ebenfalls klärt. Alcohol here, but that's haram. That's haram. We don't drink alcohol here. Okay. You stay here. I stay here. You stay here. Where do I sleep? Yes. Where do I sleep? Yes. Here. No, my house. At your house. My house. Near about. Is it okay for you? Okay. No problem. No problem. Perfect. Farmhouse. Perfect. Cello. Okay, Schlafplatz habe ich auch gefunden. Ging einfach. The Redbeard guy, hello. This man. Follow him. Ja. Cello. Okay, ich glaube, wir sind angekommen. Ich höre Sirenen in der Ferne. Ich bin inzwischen an dem Punkt, wo ich Zuckungen kriege, wenn ich Sirenen höre.
Hier ist es aber schön. Ich kann mich mit denen auf Englisch unterhalten, keine Security, wir essen gemeinsam. Und schließlich hat meine Präsenz für ein klein wenig Aufmerksamkeit gesorgt. The people here is... Do you know these people? No. You know, no. Strangers. Yeah. Ah, okay. Why are you here? Just because of you. Because of me, you're Yeah, here. yeah. Because I listen, because the chikna. You're No, you're no, no, here no. to you are here to see the chikna. Yes. Yes. Keine Ahnung, woher die Leute hier kommen und wer sie sind. Ich glaube, die hier wissen es auch nicht so wirklich. Interessant. Es ist einfach ein ungewohntes Gefühl. Your home, this is your home, okay. Aha. Okay, der Abend verläuft jetzt ein bisschen anders, als ich erwartet habe. Ich ziehe mich vor den Herren aus. You are looking good. I'm looking good. Ich sehe jetzt aus wie ein Pakistani oder vielleicht Baluch, je nachdem. So, wir gehen jetzt noch die Stadt erkunden, hier im Dunkeln. Und direkt beim Losfahren hat man mich auf eine pakistanische Süßigkeit verführt. Pan. Pan heißt es anscheinend. Salam, Salam. Was auch immer Pan sein soll. Meter Pan. Peter Pan. Peter Pan. What is this? Kapta. And this? Tuna. Zuerst nimmt er ein Betelblatt, schneidet es in die Hälfte, schmiert irgendetwas drauf und noch etwas. Okay. Dann werden Nüsse oder Samen platziert, soweit so gut. Streut dann noch ein paar Dinge drauf und das Ganze wird zuletzt mit einem mysteriösen Pulver bedeckt. Ah ja, und irgendeine Soße nimmt er auch her. Wow, meine Beiträge sind heute mal wieder erste Klasse, ich bin beeindruckt. Falls es jemand genauer wissen will, Metapan heißt das. He puts in my mouth. Sadka. Sadka. You eat it. Ich habe noch nie so viele Geschmäcker in meinem Leben in meinem Mund gehabt. It's interesting. It's interesting. Like it? I'm thinking. It's very interesting. Ist süß, aber auch minzeartig und auch verschiedene Sorten von süß und auch ein bisschen chemisch. Ich kann es nicht beschreiben. Ich kann es echt nicht beschreiben. It's a new taste. Never had this taste before. Yeah. You try it mumbly. Mumbuli. This is mumbuli. Mungpali. Ah, it's like roasted peanuts. Easy. Do I just... This is a Where do I put this? Show on the ground. Of course, Pakistan. Pakistan. You eat in there, wow. Ich werde beobachtet, egal wo ich hinlaufe. Solange sie lächeln und nicht ernst gucken, ist doch gar nicht so bedrohlich. Now we go dinner. Now we go dinner, okay. Autofahren in Pakistan ist ja noch nicht gefährlich genug. Jetzt tanzen wir hier Auto. Oh mein Gott. Be careful, man. Be careful, man. Alter. Focus. No. Focus. Okay, ich hätte nicht gedacht, dass wir in so einem Luxusrestaurant hier essen. Man merkt einfach, die bemühen sich, mir einen schönen Abend zu bescheren. Die bemühen sich sehr, sehr stark. One question. No smoking? Yes. But you're the hotel owner. That's why yes. Because you're the big boss. Yes. Aha, okay. Mein Gastgeber ist befreundet mit dem Hotel- oder Restaurantbesitzer. Darum kriegen wir eine gewisse Sonderbehandlung. Sogar eine sehr große Sonderbehandlung. If you want, come with my home. I go to their home. Go to their home, yes. But thank you. Wie zu erwarten, musste ich gar nichts bezahlen. Aber das Lustige ist, keiner von uns
musste irgendetwas bezahlen. Der Besitzer hat uns alle eingeladen. Manchmal frage ich mich, wie Geschäfte hier in Pakistan funktionieren, wenn einfach jeder eingeladen wird. Alright man, shukriya, thank you so much. Khuda Hafiz. Is he your friend? Yes, my friend. Your Best friend? friend. Best friend even. Yes. Okay, wir pennen hier alle zu how many we are we? 1, 2, 3, 4. Zu 5 pennen wir hier in dem Raum. Yes, yes. Wir sind sehr, sehr nah zueinander, so wie es die Pakistanis immer mögen. Ich glaube, das wird eine gute Nacht für die. Für mich, inshallah, hoffentlich auch. Wow. Good night. Good night. Good night. Okay. It's okay. खुद बनती है. Guten Morgen. Die Nacht war ein bisschen schlaflos, wenn ich ehrlich sagen muss. Die Ohrstöpsel haben nicht geholfen. Ich muss mich noch daran gewöhnen. Ich glaube, ich werde noch viele derartige Nächte vor mir haben. Hier in Pakistan und vor allem in Indien. Das liegt daran, dass ich in Indien wohl kaum wie gehabt zelten kann. Das Land ist viel zu dicht bevölkert. Und damit lasse ich mich auf Einladungen öfter ein. Ich habe irgendwie das Gefühl, seitdem ich hier so gekleidet bin wie ein typischer Pakistani, kriege ich weniger Blicke. Ich glaube, ich wirke nicht so auffällig. Spätestens, wenn ich die Kamera in der Hand halte und Deutsch spreche oder Englisch, falle ich wieder auf. Hello, good morning. Good morning. Good morning. Der Sohn des Gastgebers. Hey. Good morning, brother. Good morning. Good morning, brother. Hey. Hey. Nice to see you again. Und hier bin ich unterwegs mit meiner neuen Security. Police. Er ist Police. So, was gibt's hier noch? Hier gibt es auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Müll. Macht aber irgendetwas her. Es wäre doch nicht dasselbe ohne Müll hier in Pakistan, oder? Es ist halt genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Echt schade, dass es so sein muss. Aber hier fährt nun mal kein Entsorgungsfahrzeug wöchentlich durch die Gegend. I can speak Urdu. Die Kinder sind so nett und führen mich bei meiner Morgenrunde durch das Dorf. Übrigens gut, dass ich keine Berührungsängste habe. Also nicht mehr als ein normaler Europäer. House. You have houses here. Wow. You have houses here. Let's go see a house. Alte indische Häuser, noch aus der Zeit, wo Pakistan und Indien ein Land war. Man muss dazu sagen, Shop, yes. Shop. Die Jungs üben, glaube ich, einfach nur ihre Shop. Shop, yes. Ich glaube, die Jungs üben einfach nur ihre Englischsprachkenntnisse. Und aus dem Nix springt wieder mein Gastgeber hervor. Germany. Oh mein Gott. Die Straßen sind oh mein Gott. Die Straßen sind bei weitem nicht so gut, dass er so schnell fahren sollte. Back home. Wir sind wieder zu Hause, jetzt frühstücken wir und dann mache ich mich gleich auf den Weg weiter in Richtung Multan. Oh shit, ich glaube, die haben mich gefunden. Die Polizei. Salam. Hey, salam. Hello. Die scheinen nicht sehr erfreut zu sein. Die Situation wirkt ziemlich angespannt. Mal schauen, ob es Ärger gibt. In dem Moment denke ich mir, oh shit. Ich verstehe kein Wort und plötzlich passiert das hier.
Anscheinend ist alles tipptopp. Die sind nicht verärgert und ich hatte einen coolen Abend. Das sind genau die Polizisten von gestern tatsächlich. Genau dieselben. Protocol? Yeah, only protocol. Ohne Protocol. Only protocol. Escort? Yeah. Again escort. I am with you. But you know, if escort happens again, I will escape again, you know that. I think you need handcuffs. No. Then I don't escape. You can give me escort, but you know what's going to happen. You know what's going to happen. But it's not your problem, other district problem. Yeah. Okay. Ich habe den Jungs vom Revier versprochen, dass ich unter deren Aufsicht keinen Ärger mehr bereiten werde. Was ich bei der nächsten Truppe mache, ist tatsächlich denen recht egal. Naja, ich glaube, ich mache das aus Respekt nicht nochmal. Vorerst. Übrigens, nebenbei hat in der Zeit wohl die gesamte Gegend Wind von meinem Besuch bekommen. Okay. Ich wollte eigentlich nur aufs Klo gehen, aber schaut euch das hier an. Die gesamte Nachbarschaft hat sich versammelt. Thank you. Okay. I got. See you later, guys. Kamera. Die behandeln mich in dem Dorf so, als ob sie mich seit Jahren kennen würden, als ob sich einer von ihnen auf den Weg macht in die große, weite Welt. Meine Flucht gestern bereue ich nicht. Ich reise nicht, um eine touristische Attraktion nach der nächsten abzuklappern oder Kilometer zu schrubben, sondern aus dem Grund. Menschen und damit die Kultur kennenlernen, das bereitet mir Freude. Und auch wenn es sich narzisstisch anhört, ich glaube, die freuen sich über meinen Aufenthalt ebenfalls. Mal was anderes als der normale Alltag. Bye. Honafes. Wie versprochen breite ich auf dem gesamten Weg vorerst keinen Ärger mehr. Und so vergeht auch der Tag, wie die meisten bis jetzt. Fahren und warten. Lange warten. Und das sehr, sehr oft. Ich glaube, ihr kennt das schon. You feel proud of we gave you Scotty? No. No? One German tourist, we escorted him. He said, I am feeling proud and I am looking like a president. Yeah, it is. It feels like I'm president, but I don't want to be president. I'm not special. I'm not VIP. Like, why doesn't he get escort? And he doesn't get escort? And this guy doesn't get escort? If he will not breaking news. Breaking news. Okay, if I get trouble. Any incident took place with any foreigner, you want to show this our country is Yes. safe. Yeah. Es ist beeindruckend, wie viele Ressourcen Pakistan aufwendet, um ein besseres Image auf der Erde zu haben, damit sich hoffentlich irgendwann nicht nur Abenteuerlustige in dieses schöne Land wagen. Leider ist hier Reisen ohne Privatsphäre angesagt. Aber wer weiß, vielleicht braucht es noch ein paar Jahre, bis man das versteht. Oder vielleicht muss sich dafür die Lage im gesamten Land, also auch im Süden, wo es tatsächlich gefährlich ist, stabilisieren. Und mit den Worten bin ich vollständig, absolut regelkonform in die Großstadt Multan gefahren. Okay, hallo. Ich bin in meinem Zimmer angekommen, hier in Multan. Die Stadt werde ich nicht erforschen, weil ich kann hier mal wieder nicht rausgehen ohne Polizei. Ihr kennt meine Probleme, meine Luxusprobleme hier. Oh, ich kann mein Zimmer nicht verlassen ohne Bodyguard. Ich werde hier vermutlich nicht lange bleiben, mein Zimmer ist viel zu teuer dafür, als dass ich 2 Wochen hier Videos schneiden könnte. Ich suche mir vermutlich in einer anderen Stadt was anderes, in einer anliegenden Kleinstadt vielleicht. Da ist meistens ein bisschen günstiger. Und darum soll es im nächsten Video handeln, die Suche nach einer Stadt, wo man mir erlaubt, 2 Wochen lang Videos zu schneiden. Es wird mal wieder frustrierend. Aber es zeigt sich zugleich auch eine wirklich unvorstellbare Freundlichkeit des Landes. Bis nächste Woche.